Moin ihr Lieben und herzlich willkommen mal wieder zu einem weiteren Video im Privacy-Bereich, also Anonymität im Internet und wie wir getrackt werden. Heute, also wir haben uns ja schon die Datenschutzerklärung von Windows oder von Microsoft durchgelesen und die hat mich ja schon so ein bisschen geschockt. Und ich habe dazu auch ein Video gemacht, guckt euch das gerne an, ist in der Playlist, die hier in den Infokarten verlinkt ist. Aber dieses Mal wollen wir uns Googles Privacy Policy angucken, und zwar, weil ihr das euch so gewünscht habt. Ihr habt euch gewünscht, ich soll die von Google, Facebook und Apple mal noch durchleuchten, mal durchlesen, euch vorstellen. Und ich muss sagen, die von Google hat mich wirklich positiv überrascht. Und das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Also wir haben bei Google sehr, sehr viele Optionen, die wir auch einstellen können. Wir können sagen, hey Google, bitte track mich fast gar nicht oder bitte track mich ganz, ganz viel. Schickt mir personalisierte Werbung etc. etc. Und das finde ich wirklich eine tolle Sache. Wir haben hier auch nicht so einen Blankoscheck, wie wir es bei Microsoft unterschrieben hatten, von wegen alles, was wir tippen, wird an Microsoft geschickt und alles überhaupt wird an Microsoft geschickt. Es ist wirklich eigentlich recht überschaubar. Und zunächst einmal, wo werden wir überall gecheckt? Also was genau oder wo überall bezieht sich diese Datenschutzerklärung drauf? Und das ist relativ fett gehalten. Das gehört natürlich erstmal die Webseite, also die Google App, also generell alle Android-Apps, die von Google gemacht wurden, alle Webseiten, die von Google gemacht wurden, also Google Maps, Google selber, dann YouTube, also auch das, was ihr gerade so macht. Genau, hier steht es auch dabei, Google Home zählt da auch dazu. Chrome zählt dazu, also der Browser tatsächlich, wobei ich euch da drauf aufmerksam machen möchte. Es gibt Chrome und es gibt Chromium. Chromium ist nicht offiziell von Google, sondern benutzt nur die Engine von Chrome und ist eigentlich Open Source. Das heißt, der zählt da eigentlich nicht dazu, sondern nur der Chrome-Browser zählt dazu. Android zählt selbstverständlich dazu. Und ansonsten natürlich, wenn ich jetzt als Webseitenentwickler Maps oder AdSense, also die Werbung, bei mir integriere, dann zählt auch meine Website dazu. Das heißt, überall da, wo Dritte die Dienste von Google irgendwo integriert, da werden wir natürlich auch getrackt. Das heißt, das ist eigentlich der erschreckende Teil hier, weil Google gefühlt den halben Internetmarkt ausmacht und ja, das ist leider so. Oder was heißt leider? Ich weiß nicht, ob man leider sagen kann, man könnte bösere Firmen da erwarten, aber es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Das heißt, wir werden im Endeffekt überall getrackt. Denn wer hat heutzutage noch kein Google AdSense auf der Webseite installiert oder sowas? Also das ist schon sehr, sehr umfangreich, das muss man schon mal sagen. Auch zum Beispiel Schriftarten werden teilweise von Google bereitgestellt und die kann ich dann per Link einbinden bei mir auf der Webseite und dann falle ich natürlich mit meiner Webseite auch unter diese Kategorie. Das heißt, eine relativ umfangreiche, wo überall zählt das rein, Definition. Aber, ja, da habe ich mal noch gar nichts markiert, sondern hier unten fängt es dann an. Und zwar, was genau wird alles erhoben an Daten? Wir haben hier die eindeutige Kennung, also das heißt zum Beispiel Typ und Einstellung von Browser und Betriebssystem, Informationen zum Mobilfunknetz, Telefonnummer, Mobilfunkanbieter, Versionsnummer von der App, was ja auch irgendwie Sinn macht. Interaktion innerhalb der App, also klicke ich zum Beispiel auf irgendeinen speziellen Button sehr, sehr häufig oder lasse ich das? Browser und Geräte, also was ich da an Interaktionen mache, wie benutze ich meinen Browser? Benutze ich vielleicht 1 Million Tabs oder sowas? Oder lasse ich meine Tabs jedes Mal, wenn ich meinen Browser schließe, auch wieder damit schließen? IP-Adresse zählt dazu, Absturzberichte zählen dazu. Gut, ich meine, das macht ja auch Sinn, ne? Absturzberichte, sonst wird es schwierig. IP-Adresse, um eben die Daten zu personalisieren. Systemaktivitäten, was ich nicht ganz so toll finde, persönlich natürlich, also hier Systemaktivitäten oder generell Interaktion mit Browser, das ist schon sehr weitläufig gefasst. Man kann jetzt hier nicht genau sagen, heißt das, jede Website, die ich aufrufe, wird an Google geschickt? Kann man jetzt nicht so genau rauslesen, würde ich mal so behaupten. Auch welche Apps habe ich auf meinem Android-Gerät installiert, wobei das wahrscheinlich reinzählen wird. Also das wird auch alles getrackt dann tatsächlich. Von den Aktivitäten, das hat man hier nochmal ein bisschen genauer definiert, Begriffe, nach denen ich suche, Videos, die ich mir ansehe, wie zum Beispiel dieses Video, was ihr euch jetzt gerade zum Beispiel anseht, Inhalte und Werbeanzeigen, die ich mir ansehe und auf die ich vielleicht klicke. Das heißt, wenn ich mir bei YouTube Werbung angucke und draufklicke, dann weiß YouTube bzw. Google ein bisschen besser, hey, der steht vielleicht auf, keine Ahnung, irgendein neues Spiel, was rausgekommen ist und zu dem ihr gerade irgendwie Werbung gesehen habt. Sprach- und Audiodaten allerdings nur, wenn man die Audiofunktion auch aktiviert hat.
Also nicht einfach so Blankoscheck, wie wir das bei Microsoft schon gesehen hatten. Kaufaktivitäten, das heißt, wenn ich irgendwas im Shop kaufe, mir irgendwelche Micropayments oder sowas, denen zustimme. Personen, mit denen ich kommuniziere, weil dann steht auch gleich später noch dabei, warum das gemacht wird. Aktivitäten auf Websites und Apps von Drittanbietern, die unsere Dienste nutzen, da ist jetzt auch wieder sehr, sehr weitläufig gefasst. Verstehe ich auch ein bisschen, weil man kann ja nicht genau sagen, was diese Drittanbieter genau anbieten. Man kann ja nicht sagen, die bieten Videos an oder sowas. Falls sie Videos anbieten und die Videos sind eigentlich von YouTube, dann verstehe ich auch, dass YouTube die Klicks zählen möchte. Aber ja, es gibt auch Punkte, da muss man sagen, hey, manche Sachen solltet ihr vielleicht nicht unbedingt tracken. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer anderen Webseite bin, dort ist einfach Werbung platziert, aber ich mache halt was völlig anderes auf der Webseite. Das steht jetzt halt hier nicht dabei, dass das nicht getrackt wird, wobei das natürlich auch nicht unbedingt so einfach möglich ist. Dann Browserverlauf, der wird auch synchronisiert, allerdings nur, wenn ich das eingestellt habe. Ich meine, mein Browser ist definitiv nicht mit meinem Google-Konto synchronisiert, das mache ich nicht. Aber wenn ich das mache, dann verstehe ich auch, dass man das da machen muss, so ein bisschen. Okay, zu den Standortdaten. Die werden definitiv erhoben. Dazu gehören GPS, IP-Adresse, Sensordaten vom Gerät. Das heißt, wie liegt mein Gerät? Bin ich gerade zum Beispiel am Laufen in dieser Umgebung? Laufe ich irgendwie regelmäßig in dieser Umgebung? Und welche Objekte sind in meiner Nähe? Also WLAN, Zugriffspunkte, Funkmasten und Bluetooth-fähige Geräte. Das ist schon ziemlich viel. Das heißt, Google weiß quasi permanent, wo bin ich, mit wem bin ich eigentlich unterwegs? Weil, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit guten Freunden aus dem Haus gehe und einer von denen oder mehrere haben Bluetooth an oder, keine Ahnung, einen WLAN-Hotspot oder sowas, dann weiß Google ganz genau, okay, und ich bin da. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Freund übernachte und mit seinem WLAN die ganze Nacht verbunden bin, dann weiß Google das auch. Also es ist schon sehr, sehr weitläufig hier gefasst und das ist schon ziemlich krass. Auf der anderen Seite werden wir auch gleich noch sehen, warum sie diese Daten brauchen. Und was ich auch krass finde, teilweise erhebt Google auch Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, sowas wie eben einen Zeitungsartikel über mich. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwas gemacht und irgendwer berichtet in der Zeitung darüber, dann wird das auch in Google indexiert, logisch, weil man das auch so öffentlich einsehen kann. Was ich eher krass finde, ist, dass man das natürlich dann auch auf mich indexiert. Das heißt, man sieht vielleicht, hey, hier ist Cedric Mössner am Werk in der Zeitung und deswegen zeige ich diesen Artikel jetzt, keine Ahnung, meinen Eltern, wenn sie irgendwie nach meinem Namen googeln oder sowas oder wenn sie nach The Morpheus Tutorials googeln oder sowas, weil YouTube weiß oder Google weiß, dass ich regelmäßig mit meinen Eltern telefoniere oder sowas. Also das ist schon ziemlich heftig. Wie sie das machen, ist vielseitig. Da kann man nicht wirklich was darüber sagen. Eigentlich alles, was man so machen kann. Cookies, Pixel-Tags, lokale Speicherung, das heißt im Browser, Webspeicher, also alles, was der Browser irgendwie speichert, Anwendungsdaten, das heißt irgendwie von den Apps, Datenbanken, das heißt, es wird einfach bei den Datenbanken von Google gespeichert und Serverprotokolle. Das ist eigentlich alles, was man so haben kann. Also es ist schon sehr, sehr weitläufig. Und jetzt aber zu dem Teil, den ich wirklich gut finde, der erklärt nämlich hier, für was das alles genau gemacht wird. Und hier steht jetzt zum Beispiel, also sie müssen ja jetzt seit der neuesten DSGVO, seit der Reform, müssen sie jetzt genau sagen, warum sie das eben alles machen wollen. Grob gesagt, um die Dienste zu verbessern, aber hier unten ist noch ein bisschen weiter aufgedröselt, eben Suchergebnisse einzublenden oder eben Kontakte vorzuschlagen, die mich interessieren könnten. Also damit ich jetzt nicht zum Beispiel mit irgendwelchen Randoms meine Sachen austauschen möchte, sondern eben mit den Leuten, mit denen ich auch so häufig kommuniziere, meine Sachen teilen möchte. Dann eben, um Störungen und Probleme zu beseitigen und um die Dienste zu verbessern. Das ist sehr, sehr weit gefasst. Da gebe ich euch auch wieder recht. Also nicht gerade so angenehm. Und dazu zählt zum Beispiel, wenn jetzt ein Suchbegriff sehr, sehr häufig falsch geschrieben wird, dann eben, um hier die Rechtschreibprüfung verbessern zu können. Also, ja. Wobei sie da offensichtlich verkacken, weil mein Handy, also die Rechtschreibkorrektur ist einfach nur grausam. Genau, und eben auch, um neue Sachen zu entwickeln, also um neue Dienste zu entwickeln. Und das ist extrem weit gefasst. Da kann quasi alles drunter fallen. Aber auch natürlich, damit unsere Suchergebnisse und unsere Werbung personalisiert wird. Sprich, wenn ich jetzt eine Werbung bekomme, dann ist die genau auf mich zugeschnitten. Das bringt natürlich auch Google was, weil ich dadurch sozusagen
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf diese Werbung klicke und vielleicht dann auch höhere Wahrscheinlichkeit habe, irgendwie einen Kauf anzubieten. Und dadurch kommen natürlich auch die Werbepartner eher zu Google als zu anderen Konsorten. Und ja, allerdings nicht bei sensiblen Kategorien wie denen hier. Ja, und irgendwelche Daten, irgendwelche personenbezogenen Daten geben sie nur dann an Drittanbieter weiter oder an Werbetreibende weiter, wenn sie uns dazu auffordern. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich ziemlich geil finde. Man kann hier einen Haufen Einstellungen tätigen. Also zum Beispiel die Einstellung für Werbung kann man anklicken. Man möchte keine personalisierte Werbung haben. Kann man zum Beispiel einfach machen. Man kann hier, das ist eher unwichtig gewesen, man kann hier den Privacy-Check oder Privatsphäre-Check einfach mal durchführen. Das würde ich euch tatsächlich auch stark empfehlen, einfach mal reinzugucken, was es da so gibt und dass ich da eben die verschiedenen Haken setzen kann, damit eben Google mich nur bedingt trackt. Also viel, viel weniger, als man jetzt das irgendwie erwarten würde. Man kann hier die Aktivitätseinstellung verändern, man kann die Werbeeinstellung verändern, man kann über mich festlegen, was andere über mich bei Google sehen können. Man kann bei sozialen Empfehlungen angeben, ob man jetzt eben Name und Foto haben möchte, neben irgendwelchen Rezensionen, Empfehlungen oder sowas. Und man kann mitteilen, welche Dinge über Google Plus geteilt werden, wobei das ja jetzt nicht mehr so aktiv ist. Man kann generell auch die Aktivitäten und das Google Dashboard und eben vor allem die personenbezogenen Daten nutzen. Und das würde ich euch gerade mal so empfehlen, deswegen auch der Hauptappell bei diesem Video ist nicht unbedingt jetzt hier irgendwie einen Shitstorm wieder zu verursachen, sondern damit ihr eben auch mal bei euch in den Daten nachguckt und schaut, was genau wird bei euch gespeichert und was wollt ihr davon vielleicht nicht preisgeben und was könnt ihr vielleicht anpassen. Ja, das ist der kleine Call von mir dieses Mal. Mal schauen, ob ich jetzt noch weitermache. Ich gucke erstmal, wie das Video hier natürlich ankommt. Und eventuell geht es dann noch weiter mit Facebook und Apple. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.